Heute möchte ich nochmal von einem Erlebnis berichten, das ich Erscheinung nenne. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht oder zwei zu dem Thema und jetzt ist wieder Zeit verstrichen und heute denke ich, mache es nochmal, weil es so spektakulär ist. Und zwar bin ich mit meinem Fahrrad in den Nachbarort gefahren zum Einkaufen und fahre an Feldern vorbei, einem Radweg, der an Feldern und Wiesen vorbeiführt und überhole einige Radfahrer, die wesentlich jünger sind als ich. Und während ich an ihnen vorbeifahre, ich glaube, sie haben sich unterhalten, während sie gefahren sind relativ langsam gefahren. Während ich sie überholt habe, haben sich ihre Köpfe verändert. Und zwar sind sie in die Länge gezogen gewesen. Sie haben sich sozusagen erhöht. Und zwar so, dass ich sagen würde, die Köpfe waren ungefähr um 1/3 länger, die Stirn dementsprechend höher, ein bisschen der Mund anders geformt. So ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Ich bin ja auch nur kurze Zeit daran vorbeigefahren und war irgendwie perplex und habe es nicht geglaubt, aber es ist so geschehen. Und ich bin dann in Gedanken weitergefahren zu dem Nachbarort, zu einem großen Supermarkt, Einkaufszentrum mit verschiedenen Geschäften darin. Und während ich auf diesen riesigen Parkplatz fahre mit meinem Fahrrad, kommen mir Kunden oder potenzielle Kunden entgegen mit dem Auto oder zu Fuß, die über den Parkplatz gehen oder sie gehen in das Einkaufszentrum oder kommen heraus. Und bei einem Teil von ihnen erlebe ich genau das Gleiche. Die Köpfe sind erhöht quasi und die Betroffenen bemerken es. Sie nehmen das wahr in ihrem Gegenüber. Es ist sozusagen ein Teil dieser Leute. Ich weiß nicht, wie viel, vielleicht 1/10 der Personen haben diesen verlängerten Kopf und sie nehmen das wahr in dem Gesicht des anderen. Sie schauen sich auch gegenseitig an und die meisten lächeln. So, weil sie sind auch überrascht oder irritiert und finden das aber irgendwie ganz witzig. Und ich war auch erstaunt und ganz in Gedanken und habe mich gefragt, was geschieht hier, was geht ab, wo lebe ich, in welcher Welt lebe ich eigentlich, was wissen wir über diese Welt und was geschieht da im Moment und wie kann ich darüber berichten. Dann bin ich in dieses Einkaufszentrum hineingegangen und auch während ich eingekauft habe, sind mir einige Kunden begegnet, bei denen ich das auch gesehen habe. So, dann bin ich wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, in das Nachbardorf und habe hier in diesem Dorf auch Bewohner gesehen, die auch diesen verlängerten Kopf hatten, auch sogar direkt aus meiner Nachbarschaft. Welche? Und dieses Erleben, das war so intensiv, dass ich dann Fernsehsender und Zeitungen angeschrieben habe und ihnen gemeldet habe, was ich erlebt habe und angefragt habe, ob sie nicht Lust haben, jemanden zu schicken oder ein paar Redakteure. Und ich kann ihnen erklären, was vor sich geht und wo ich was erlebt habe, wo ich Personen gesehen habe.
Das habe ich gemacht, aber es hat sich leider niemals jemand gemeldet. Und zugegebenermaßen klingt es natürlich sehr verrückt, wenn das jemand sagt. Ich selber würde wahrscheinlich auch denken, derjenige ist verrückt, der mir das erzählt. Aber weil ich es selbst erlebt habe und ich weiß, es ist die Wahrheit, es ist so, halte ich mich nicht für verrückt, sondern ich denke, ich habe etwas Besonderes gesehen, etwas Besonderes erlebt. Vielleicht können meine Augen auch etwas sehen, was nicht alle Augen sehen können. Das hatte ich aber auch schon mal mehrfach angeboten, dass ich geschrieben hatte, ich bin auch bereit, mich untersuchen zu lassen, meine Augen untersuchen zu lassen, ob die ganz normal sind, weil ich einmal bei einem Augenarzt bei einer Untersuchung vor einigen Jahren, das ist vielleicht 4, 5 Jahre her, war und er plötzlich fast erschrocken sagte, Helbig, was ist mit Ihrem Auge? Und er schaute mir in mein Auge, in mein rechtes Auge, hat aber nichts weiter gesagt. Er hat nicht gesagt, was er sieht oder was fragwürdig ist und hat auch nichts in die Wege geleitet, dass er mir gesagt hat, ich soll mich irgendwo mal in einer Klinik untersuchen lassen. Es gibt ja auch diesen Spruch von dem allsehenden Auge, was sehr viele Leute kennen, diese Bezeichnung, was ja bedeuten würde, es ist ein Auge, das sieht etwas, was nicht alle Augen sehen können. So, das ging mir alles so durch den Kopf und ich war den ganzen Tag über ganz tief eingebunden in Gedanken und bin aus dem Staunen nicht herausgekommen. Und es war sogar so, dass noch am nächsten Tag bei mir in dem Ort einige Leute herumliefen, die diesen verlängerten Kopf hatten mit der erhöhten Stirn. Also so ein ganzes Stück, was also auch etwas Alienmäßiges an sich hat. Zwar so noch das menschliche Gesicht, aber eben eine wesentlich erhöhtere Stirn. Damit vermutlich auch ein größeres Gehirn, nehme ich mal an. So, das wollte ich jetzt gerne nochmal darüber berichten, weil das so spektakulär ist. Und ich würde mich freuen, wenn jemand darauf reagiert und jemand, der vielleicht Ähnliches erlebt hat, auch mal davon erzählt. Und ich denke, das ist auch der Sinn dieser Sache, dass man das nicht sozusagen mit in sein Grab nimmt und verschweigt, sondern solange man kann, posaunt man es in die Welt und berichtet der Welt davon, weil es das, was wir von unserer Welt wissen, auch in Frage stellt und auch ein Fragezeichen dahinter macht. Was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir leben? Was wissen wir davon? Wer sind wir? Wir, die wir uns Menschen nennen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was wissen wir nicht? Was können wir, was wir nicht wissen, was uns nicht bewusst ist? Wie kann es sein, dass ich das wahrnehme, dass sich die Köpfe verlängern? Es kann ja zweierlei bedeuten. Das eine, es geschieht tatsächlich und ich sehe es. Das andere ist, es ist eine Erscheinung. Es wird mir sozusagen vorgespielt. Es geschieht aber nicht tatsächlich, sondern es ist eine Erscheinung. Oder aber auch, es geschieht nur in meinem Inneren, in meinem Auge, dass ich die Illusion habe, es ist die Außenwelt, aber tatsächlich ist es etwas, was sich in meinem Auge vollzieht. Das würde ich gerne aufklären, solange ich jetzt noch lebe. Ich bin jetzt 70 und das, ja, möchte ich gerne klären.
geklärt wissen. Es würde mich freuen, wenn jemand Interesse hat, darüber zu sprechen, sich darüber zu unterhalten oder auch Interesse hat, mich zu untersuchen und mir vielleicht Informationen zu geben, was das sein kann. Also das ist so realistisch und die Personen, die mir begegnet sind, waren alle irgendwie positiv berührt, erstaunt, aber fanden das auch lustig und spektakulär. Und ich gehe mal davon aus, dass es nichts Bösartiges, nichts, wovon man Angst haben muss, sondern es ist ein Spiegel, dass wir etwas erfahren, was wir noch nicht wissen über uns. Ja, das wollte ich gerne sagen und das möchte ich jetzt auch wieder veröffentlichen, dieses Video. Und es würde mich freuen, wenn jemand Lust hat. Ich verknüpfe hier oben als Info noch einmal ein Video zu dem Thema, das ich schon vor 1 oder 2 Jahren gemacht habe. Das ergänzt dann vielleicht auch noch einiges. Ja, okay, das wollte ich sagen und jetzt sage ich Tschüss und schönes Wochenende. Ciao. Ja, es ist schön, dass ich nochmal davon berichte, weil es ja auch ein bisschen so ist, man liefert sich aus. Und es ist offensichtlich, dass man für verrückt oder krank gehalten wird. Aber es trotzdem zu tun, weil es die Wahrheit ist, das finde ich wichtig. Und dass man dazu steht und ich stehe dazu. Und schön wäre es, wenn sich das Rätsel noch auflöst, solange ich jetzt lebe. Ja. Also und es war auch wieder schön, etwas Geistreiches zu tun. Okay, und ciao.